unzählige Begriffe aus Technik und Wissenschaft wie Relativitäts- und Quantenfeldtheorie, elektromagnetische Wechselwirkungen, Gravitation und so weiter werden gern und oft von sogenannten Experten in den Mund genommen. Aber kann ein normaler Zuhörer diesen Fachbegriffen überhaupt noch folgen? Die Antwort: Nein. Und das ist auch völlig normal. Albert Einstein brachte es einmal auf den Punkt: Wenn du etwas nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht richtig verstanden. In diesem Sinne wollen wir einer einfachen Frage nachgehen. Was ist eigentlich Materie? Und sind chemische Elemente wie Eisen, Kupfer, Zink, Silber usw. wirklich auch tote Materie? Betrachten wir einmal eine Silbermünze und bringen sie zum Kreiseln. Nach einiger Zeit wird sie dann ruhen, sodass der Eindruck entsteht, es könnte sich um tote Materie handeln. Aber weit gefehlt. Angenommen, diese Münze besteht aus reinem Silber. So wissen wir doch aus der Schulzeit, dass es sich um eines der 123 bekannten chemischen Elemente handelt. Diese Grundelemente bestehen also aus Atomkernen und den auf den äußeren Schalen schwingenden und mit sehr hoher Geschwindigkeit herumkreisenden Elektronen. Das lässt aber auch den Schluss zu, dass die Münze insgesamt ebenfalls schwingen muss. Doch wir empfinden es letztendlich als ruhendes Element. Lebende Organismen schwingen andererseits sichtbar entsprechend ihrer Größe bzw. Masse. Und mit diesem Thema, das Grundlage allen Lebens ist, wollen wir uns nachfolgend hoffentlich leicht verständlich auseinandersetzen. Alles im Leben besteht aus Schwingungen. Alle Materie und damit auch unser Körper besteht aus Atomen und deren Verbindungen, den Molekülen, und wird aus einem schnell pulsierenden Netz von Energiefeldern aufgebaut. Das Netz besteht aus einer Fülle von sich gegenseitig beeinflussenden, sich addierenden und subtrahierenden Schwingungen. Je größer ein Gebilde, desto langsamer sind seine Schwingungen. Ein Atomkern schwingt durchschnittlich 22 Trilliarden Mal pro Sekunde. Eine menschliche Zelle jedoch nur mit 1000 Hertz, das heißt ca. 1000 Mal in der Sekunde. Unsere Blutgefäße schwingen im Bereich zwischen 150 und 200 Hertz, unser Vegetativum mit 20 Hertz und unser gesamter Körper mit ca. 10 Hertz. Die physikalische Einheit 1 Hertz wurde nach dem Physiker Heinrich Hertz benannt. Jeder Organismus schwingt mit einer bestimmten Eigenfrequenz. Auch parasitäre Organismen, zum Beispiel Viren, Bakterien und Parasiten, die unseren Körper millionenfach belagern und möglicherweise großen Schaden zufügen können, schwingen mit spezifischer Frequenz. Durch Zuführung entsprechender Resonanzschwingungen ist es jedoch möglich, diese parasitären Organismen gezielt zu behandeln. Heute wissen wir aus den Forschungsergebnissen in der Biophysik, dass sich unsere körpereigenen Zellen über Lichtquanten oder den sogenannten Biophotonen miteinander unterhalten. Die Zellenkommunikation sorgt dafür, dass in jeder Sekunde ca. 10 Millionen abgestorbene Zellen unseres gesunden Körpers vollständig regeneriert werden. Die Physiker der neuen Wissenschaft sind
davon überzeugt, dass das Licht in unseren Zellen Teil eines Energiefeldes ist, das den gesamten Körper umgibt und auf informativer Ebene die Lebensvorgänge im Körper unglaublich präzise steuern. Im Laufe der Jahrmillionen dauernden Evolution hat sich im Einklang mit unserem Sonnensystem und der Mondzyklen das komplexe Schwingungssystem des menschlichen Organismus entwickelt. Dieser Biofeldorganismus versucht ständig, einen physiologischen und funktionellen Gleichgewichtszustand zu halten. Synchron verlaufende Prozesse unterstützen dabei diesen Zustand, indem sie Harmonie und Ordnung in das Schwingungssystem bringen. Disharmonische Einflüsse hingegen stören das Gleichgewicht und kosten Energie. Unsere Umwelt konfrontiert uns mit einer Vielzahl solcher Einflüsse, deren Ursachen Fernsehsender, Radiosender, Radarstationen, Satelliten, Schnurlostelefone, Handys, Hochspannungsleitungen und so weiter sein können. Unbestritten haben all diese störenden Einflüsse auf lebende Organismen wie Pflanzen, Tiere und Menschen eine Wirkung. Denn wo Strom fließt, entsteht auch ein elektromagnetisches Feld. Winzige Energiemengen reichen dabei schon aus, um Systemzustände unserer körpereigenen Zellen nachhaltig zu verändern. Ist die Kommunikation zwischen den Zellen einmal gestört, wird natürlich auch die Arbeit der Zellen behindert. Das kann sich mehr oder weniger schnell erst durch unklare Störungen des Allgemeinbefindens, der Verhaltensstörungen und später auch durch organische Veränderungen bemerkbar machen. Alle unsere körpereigenen Organismen schwingen permanent in positiven oder negativen Resonanzen mit den in unserer Umwelt auftretenden Frequenzen. Stimmen Eigen- und Erregerfrequenz überein, Klammer auf, gleiche Wellenlänge, gleiche Richtung, Klammer zu, spricht man von Kohärenz. Somit kann Energie aufgebaut werden. Kollidieren Eigen- und Erregerfrequenzen, kommt es zur Schwächung oder Blockade der Energie. Das menschliche Biosystem hat also, wie alle anderen Systeme, nur zwei Möglichkeiten der Reaktion auf den Reiz, nämlich verträglich oder unverträglich. Welche elektromagnetische Energie wird von unserem menschlichen Organismus wahrgenommen? Kaum wahrnehmbare, aber gefährliche Röntgenstrahlen können in geringen Dosierungen ein Segen für die Menschheit sein. Äußerst gefährliche Gammastrahlen können die Menschheit zerstören. Das Sonnenlicht nehmen wir mit unseren Augen wahr und es zeigt nachhaltige Wirkung auf Haut, Haar und andere Organe. Auch das für unseren menschlichen Organismus zwingend erforderliche Erdmagnetfeld, einschließlich seiner aufgesetzten Störfrequenzen, die beispielsweise bei Gewitterentladungen entstehen, ist mit unseren Sinnen direkt kaum wahrnehmbar. Dennoch ist unser Organismus dafür mit einer zentralen Steuereinheit ausgerüstet, die diese Schwingungen empfängt und weiterleitet. Die Zirbeldrüse, unsere biologische Uhr. Wissenschaftlich unbestritten ist seit vielen Jahren, dass die Zirbeldrüse unsere biologische Uhr steuert, das wiederum den Alterungsprozess steuert und kontrolliert. Die Menge des dadurch
täglich produzierten Melatonins dieser Drüse bestimmt den Grundrhythmus all unserer Organe, des Gewebes und jeder einzelnen Zelle. Das Melatonin übernimmt dabei den Kommunikationsfluss zwischen den verschiedenen Organen. Wenn Licht oder elektromagnetische Strahlung auf die Netzhaut unseres Auges trifft, gehen von dort Signale aus, die entlang einer Nervenbahn des Sympathikus weitergeleitet werden. So beeinflussen Lichtreize und elektromagnetische Strahlung unsere Drüsenaktivität und Hormonproduktion. Durch mehr Lichteinfall ins Auge während des Tages wird die Melatoninproduktion in der Zirbeldrüse angekurbelt. Das erklärt, warum Melatonin eine Wirkung auf so viele Bereiche des Körpers hat. In vielen hundert Forschungsberichten wird immer wieder bewiesen, dass die lebende Substanz bei Pflanzen, Tieren und Menschen Elektrizität erzeugt. Leben ist immer mit Stromerzeugung verbunden. Leben wird immer auch und besonders durch elektrische Vorgänge gesteuert. Folgerichtig muss auch jeder Lebensprozess durch planvoll zugeführte Elektrizität beeinflusst und in bestimmtem Sinne mitgesteuert werden können. Organische Zellen haben, ähnlich einer Batterie, ein gewisses elektrisches Potenzial. Seitdem die direkten Zusammenhänge zwischen Körperströmen, Zellelektrizität und Gesundheit bzw. Krankheit bekannt sind, erklärt sich auch die oft verblüffend einfache Wirkweise der Feinströme in lebenden Organismen. Hallo, da bin ich wieder. Und hat es euch gefallen? Und ja, dann lasst ein Abo da, denn dann könnt ihr mehr über meinen Kanal erfahren. Und auch würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Euer Robby.